Bevor das Ganze hier losgeht, möchte ich noch mal eben kurz sagen, ich habe den ganzen Bums hier alleine bezahlt. Ne? Das ist also meine eigene Meinung und deswegen, ihr dürft mir vertrauen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von... Na komm. Genau, ich zeig's euch. Wir sind im Moment in der Türkei im TUI Blue Palm Garden. Es ist ein 4-Sterne-Bunker und Bunker ist ja völlig übertrieben, weil die haben hier so eine Bungalow-Anlage mit Villen drauf und da sind dann immer nur so 8 Zimmerchen drin, verteilt sich über die komplette Anlage. Wir sind, jetzt muss ich gucken, bei 363 Zimmern in 15 Villen. Wir sind hier am Privatstrand. Und das Besondere am Privatstrand, finde ich persönlich, ist, man hat eine hervorragende Überdachung, so dass man keine Sonnenschirme braucht. Und das finde ich großartig. Ansonsten bin ich hier gerade auf so einem Steg, von wo man auch ins Wasser springen kann. Hinter mir sind so Hüpfburgen. Es ist großartig hier, alles ist gut. Aber fangen wir mal wirklich vorne an. Ihr kommt an mit eurem Transfer, werdet in Empfang genommen, werdet in eine Sitzecke gesetzt, werdet aufs Höflichste begrüßt. Euch wird ein Tee kredenzt und der ist wirklich lecker. Und dann gibt es quasi noch eben dieses normale Ding zum Ausfüllen. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? ID vom Pass und so weiter. Während ihr das macht, werden die Koffer aufs Zimmer gebracht, beziehungsweise ihr mit den Koffern danach. Weil ihr werdet mit dem Golfkart dann ans Zimmer gekarrt. Ja, da fängt Urlaub schon für mich an, finde ich. Ja? Also die Begrüßung ist alleine schon großartig. Morgens um 7 Uhr in der Anlage. Ich bin ein bisschen früher wach geworden und habe gedacht, ich gehe jetzt mal gucken am Strand, was denn hier so los ist. Und es ist nichts los, ne? Es ist keiner da, der Liegen reserviert. Also es sind 1, 2 Leute, die machen das scheinbar aus Gewohnheit. Aber darüber müsst ihr euch hier in diesem Urlaub überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben bis jetzt immer, egal wo, ob am Pool oder auch am Strand, mehr als 3 Liegen gefunden. Es ist großartig. Ja, ansonsten der Strand unterteilt sich so ein bisschen. Da gibt es auf der einen Seite gibt's hier diese Liegen und auf der anderen Seite gibt es so Sitzgelegenheiten. Und dahinter sind immer Hängematten. Da sind die Leute so ein bisschen mehr hinterher, da gibt es auch nicht so viele von. Wer also nicht nur eine Liege sucht, sondern vielleicht noch was Nettes zum Sitzen, der sollte dann doch ein bisschen früher aufstehen. Wobei die Hängematten, die da hinten dran sind, die werden eher dazu benutzt, um dann die Sachen zu trocknen, was ich so ein bisschen schade finde, weil man muss sich dann da schon so durchfragen, wem gehört das, kann ich das runternehmen und so weiter und so fort. Das ist so, sagen wir mal, das Einzige hier am Strand, was ihr so beachten müsst. Und ansonsten, das Wasser ist wirklich sehr warm, ist so ein bisschen Badewanne. Das gleiche gilt für den Pool, der ist noch wärmer. Eine Abkühlung an sich findet ihr hier in beiden nicht, geht aber dann doch lieber an den Strand, ins Meer, weil da ist dann doch schon ein Tacken kühler, also so 1 Grad oder 2. Ja. Ansonsten stehen hier Körbe rum und zwar werden hier Schildkröten quasi immer eingebuddelt. Die schlüpfen dann irgendwann und dann kann man Glück haben und man kann die schlüpfen sehen und dann ins Meer tapern. Finde ich auch sehr nett. Ja, das war's vom Strand grundsätzlich. Hier sind auch Umkleidekabinen, hier sind natürlich Duschen. Es ist schön. Kommen wir mal zum Essen. Sehr wichtig.
Hinter mir ist das Levante, da waren wir gestern Abend essen mit Freunden, die wir hier kennengelernt haben. Es war unfassbar. Es war unfassbar lecker. Tut euch das bitte an. Normalerweise bin ich kein Freund von Restaurants, die dann auch noch mal innerhalb des Hotels sind. Aber macht das bitte. Geht da rein und esst was. Es ist nach Karte. Da gibt es, glaube ich, 4 Vorspeisen, 4 Hauptgerichte und so weiter. Aber das lohnt sich. Wirklich. Es ist so lecker gewesen. Ansonsten das Essen ist das beste Essen, was ich bis jetzt in einem Hotel genossen habe. Bis jetzt war das immer Villa del Conde auf Gran Canaria. Das hat sich gestern Abend hier geändert. Es gibt hier kein Convenience, außer vielleicht die Nuggets und dieses komische Rührei. Das wäre das Einzige. Aber ansonsten, es gibt von vorne bis hinten alles. Es gibt landestypische Küche. Die machen das alles selber. Die haben eine Bäckerei hier, die wir hier kennengelernt haben. Der hat eine Küchentour mitgemacht. Das kann man hier machen. Und er sagt, alles wird von Hand gemacht. Ob das die Salate sind, ob das die Brote sind. Die machen das alles selber. Es ist wirklich lecker, großartig. Besser kann man das nicht machen. Das, was ich noch vergessen habe, ist das erste Mal, dass man hier morgens den Filterkaffee genießen kann, der einfach richtig geil schmeckt, wie zu Hause. Ja, das fand ich sehr gut. Aktivitäten. Ich sitze hier gerade an der Bogenschießanlage und ja, was soll ich sagen? So viel kann ich gar nicht machen. Ich bin nur 5 Tage hier. Ich sage jetzt mal nur die Sachen, die man im Hotel machen kann. Ist halt ein Tennisplatz, ein Fußballplatz, Volleyball, Bogenschießen und ja, das war es quasi nur an normalen Aktivitäten. Dann gibt es am Strand halt eben noch Fitness natürlich. Ich habe mir das in der App mal angeguckt. Ich kann das nicht aufzählen und ich will das auch nicht. Es ist für jeden was dabei. Es wird überall was angeboten. Die Kids haben natürlich im Kids Club, der von TUI ist, eine Menge zu tun. Das ist auch wirklich wieder mal sehr großartig. Dann gibt es ja noch die Sachen, die man draußen machen kann. Wie zum Beispiel, man kann Rafting machen, man kann klettern, man kann Fahrrad fahren. Ja, hier bleiben, glaube ich, wirklich keine Wünsche offen. Die Abendunterhaltung. Die Abendunterhaltung findet grundsätzlich auf 3 Ebenen statt. Und zwar einmal da unten gibt es ein Amphitheater. Da findet die Kinderdisco statt und auch später das Erwachsenenprogramm. Dann ist unter mir die Bar. Die heißt auch The Bar. Da gibt es dann halt eben, was sag ich denn jetzt mal, Getränke. Und hier oben findet DJ und Live-Musik statt. Sehr gute Live-Musik, sehr gute Musiker. Was es auch am Strand zwischendurch gibt. Da kommt einer mit der Gitarre hin, setzt sich da hin und macht dann mal eine halbe Stunde Live-Musik. Der DJ gestern Abend war wirklich auch sehr gut. Davor die Band war auch top. Die wechselt allerdings. Also es ist nicht immer die gleiche. Das heißt also, wenn ich euch jetzt erzähle, das ist hier schöne Musik und das ist nicht so, dann tut es mir leid. Aber als ich hier war, war es so. Jetzt sind wir so ein bisschen auch in die Richtung Getränke gegangen, ne? Weil wir sind ja hier schon an der Bar, unten drunter zumindest. Da kann ich jetzt nicht hin, da läuft nämlich Musik und da macht YouTube wieder Alarm. Getränke, das ist für mich auch immer das zweitwichtigste Thema. Auch das ist hier großartig. Hier sind Barkeeper an der Theke, die wissen, was sie tun. Hier gibt es eine Karte, online in der App übrigens. Da sage ich gleich nochmal was zu. Da stehen die Cocktails drin und ihr könnt euch da komplett durchprobieren. Alles war lecker. Alles wird aus echten Zutaten gemacht. Orangensaft wird frisch gepresst und. Es ist einfach lecker. Hier gibt es also keine fertig gepanschten Cocktails, sondern die werden immer überall frisch gemacht. Wirklich eine Wohltat. Es gibt, von wegen hier, wie heißt das? All Inclusive, gibt es 4, 5 Cocktails, die auf der Karte stehen, die kosten extra. Das mag von den Zutaten her sein, wir haben das nicht so ganz ergründen können, ich wollte da auch nicht fragen, aber auch das wird sich sogar lohnen. Ja? Aber es gibt so viele gute Cocktails auf der Karte, die kein Geld kosten. Großartig, könnt ihr alle trinken, alles lecker. Und hier in diesem Hotel kommt es eigentlich auf die Kleinigkeiten an, weil zum Beispiel an den
Bars. Da gibt es so Holzstufen für die Kinder, wo sie drauf treten können, damit sie halt eben auch an der Bar vernünftig bestellen können. Dann gibt es hier auf den Wegen die Zimmernummern. Da gibt es nicht nur die Zimmernummer, sondern da gibt es halt eben auch kleine Symbole, ich glaube Schlange, Löwe, Delfin und so weiter, wo man den Kindern sagen kann, guck bitte, wir sind beim Delfin und so weiter, wenn man die Nummer noch nicht lesen kann. Hier auch am Strand gibt es eine Box, wo Kinderspielzeug drin ist, ne? Sandspielzeug, also irgendwie Förmchen, irgendwelche kleinen Schaufeln und so weiter. Die werden hier auch angeboten. Eigentlich müsst ihr das nicht mitnehmen, weil eine komplette Kiste voll am Strand steht, ne? Das ist ganz schön niedrig. Ich habe gedacht, ich kann das mal hier hinstellen, damit ich das nicht in meiner Hand halten muss. Es gibt die Blue App. Könnt ihr mal im Store gucken. Das könnt ihr euch runterladen. Ihr müsst euch da nicht registrieren oder sonst irgendwas in der Richtung. Ihr könnt so diese ganzen Prozesse irgendwie überspringen oder überlisten. Könnt ihr euch das Hotel aussuchen hier, auf Informationen gehen. Auf Informationen findet ihr dann die verschiedenen Restaurants, die es hier gibt. Da gebt ihr mal The Bar ein zum Beispiel und dann könnt ihr da gucken, was es für Getränke gibt. Ansonsten könnt ihr auch in der App gucken, was es hier sonst noch alles gibt, weil ich kann das gar nicht aufzählen. Ich habe, glaube ich, mal eine Tageskarte geguckt, wo alles draufsteht, was an diesem Tag stattfindet. Da kann man sich dumm und dusselig scrollen, bis man von, keine Ahnung, 10 bis 21 Uhr oder 22 Uhr durch ist. Unfassbar. Guckt euch das an in der App. Die lohnt sich also auch schon, wenn man noch nicht hier ist, ne? Was mir gerade auch noch einfällt, rollstuhlgerecht ist die ganze Bude auch. Ich habe nur überall Rampen gesehen, damit man überall hinkommt. Auch da ist, glaube ich, alles in Ordnung. Die Zimmer. Die Zimmer sind, in unserem Fall jetzt, ist das Zimmer ein bisschen kleiner ausgefallen in der Hinsicht, dass wir mit 3 Leuten ein größeres Zimmer gebucht hätten. Da ich aber nachgereist bin, ist das Zimmer natürlich jetzt für 2, also ein normales Doppelzimmer, mit einem Kind, vielleicht ein bisschen klein, reicht aber völlig aus. Das Zimmer ist modern eingerichtet, es gibt überall USB-Outlets, wie heißt das auf Deutsch? Buchsen. Auch da bleiben keine Wünsche offen. Es sieht sehr modern aus. Ich weiß nicht, ob das mal eine Renovierung hatte oder wie auch immer. Die Verarbeitung ist hervorragend. Da gibt es Schlimmeres, was ich da zum Beispiel mal in Spanien gesehen habe. Klimaanlage, die befinden sich alle draußen. Das heißt also, im Zimmer ist nicht wirklich laut. Ja, auch da habe ich nichts zu meckern, ganz ehrlich. Ich wüsste nicht wo. Es gibt eine kleine Bose-Anlage, ne? So ein Radio. Das heißt, ihr müsst auch eigentlich aufs Zimmer zumindest nichts mitnehmen, was irgendwie Musik macht, weil auch das ist da. Und für Menschen, die so lange dran geblieben sind, ne? Vielen Dank dafür. Hier noch ein ganz kleiner Geheimtipp. Wenn ihr am Flughafen ankommt, macht bitte euer Handy aus. Aus dem ganz einfachen Grunde, ihr seid hier in der Zone 3, Weltzone 3. Das heißt, das ist meistens nicht in den Verträgen mit drin. Innerhalb von, keine Ahnung, kürzester Zeit saugt sich das Handy 60 MB rein. Und damit seid ihr dann bei 59 €. Weil das ist nämlich die Grenze und danach wird das Telefon quasi dicht gemacht vom Datentransfer, es sei denn, ihr habt es dazu gebucht. Also, seid da bitte vorsichtig, guckt bitte vorher nach, was euer Datentarif kann. Ist der für Zone 3 freigegeben, beziehungsweise ist da irgendwas drin? Und wenn nicht, dann macht bitte das Handy aus, bis ihr im Hotel seid und da ins WLAN könnt. Was hier übrigens auch super funktioniert. Ich musste mich da, glaube ich, bis jetzt 2-mal einwählen oder so, aber ansonsten habt ihr überall auf der Anlage hervorragendes WLAN. Auch das finde ich hier super.
Wassersportaktivitäten gibt's hier übrigens auch. Das heißt also, ihr habt Bananaboot, ihr habt dieses komische UFO, wo ihr euch draufsetzen könnt und hinterm Boot hergezogen werdet. Ihr habt überall auch Jetski, Stand-Up-Paddle und diesen Schirm, wo man sich reinsetzen kann. Paragliding habt ihr hier auch. Zur Genüge übrigens. Preise variieren, habe ich jetzt nicht geguckt, aber das ist hier auch überhaupt kein Problem. So, ich habe mir noch einen Kaffee geholt, weil der halt eben so gut ist, ne? Und ich habe beinahe noch was vergessen, nämlich das Personal. Ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung die Reise geht. Ich habe nichts zu meckern. Es ist super freundlich. Sie werden alles Mögliche tun, um euch hier glücklich zu machen. Egal welche Wünsche wir hatten, sie wurden erfüllt. Auch da aktive Hilfe wird angeboten. Ja, ach so. Und wo ich die Rasensprenger hier gerade sehe, die Anlage ist auch hervorragend. Ne? Heißt nicht umsonst Palmgarten, weil hier überall natürlich Palmen stehen. Gerade auf dieser Allee. Ja, also auch da nichts zu meckern. Es ist, glaube ich, das bis jetzt beste Hotel, was ich gehabt habe. Wenn ich Punkte vergeben müsste, was ich nicht tue, dann würden die sehr hoch ausfallen. Deswegen fahrt hier hin. So, und zum letzten Tag. Ach, ist das hell. Ist hier nicht so hell in dieser Strandhütte, die man hier buchen kann. Ne? Erste Reihe kostet 50, zweite Reihe kostet 60 und dann nochmal 15 € pro Person an Servicepauschale, wenn ihr wollt. Könnt ihr dazu buchen, dann kommt einer vorbei und bringt euch Sachen. Essen, Gedöns, Getränke und so weiter. Da ist ein Kühlschrank mit drin, da ist ein Riesenbett hinten mit drin, da sind 2 Liegen hier vorne mit drin und ein kleiner Safe ist auch drin, falls ihr noch irgendwas verstecken müsst. Mehr geht nicht und das machen wir jetzt für den letzten Tag. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich diesmal was vergessen habe, bitte unten drunter fragen, ich versuche zu antworten. Wir genießen den letzten Tag und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal, haut da rein, ne? Tschüss!